In unserem heutigen Podcast begrüßen wir ganz herzlich den Chefarzt Dr. Florian Schütz aus dem Diakonissenkrankenhaus in Speyer. Wir freuen uns, dass Sie heute unser Podcast-Gast sind und wir würden jetzt zum Anfang Sie erstmal bitten, dass Sie sich noch einmal selbst vorstellen. Ja, ganz herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Ja, mein Name ist Florian Schütz. Ich bin der Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe in Speyer seit 2 Jahren. Ich komme von der Universitätsfrauenklinik in Heidelberg, wo ich 20 Jahre lang tätig war. Und meine Spezialität innerhalb des Fachgebiets ist die Behandlung von Krebserkrankungen, sowohl von Brustkrebs als auch von gynäkologischen Krebserkrankungen im Unterleib. Besonders spezialisiert habe ich mich auf die Brustkrebserkrankungen. Da habe ich auch meine Forschungsarbeit drüber gemacht und auch habilitiert vor vielen Jahren. Und tatsächlich ist es so, dass ich da auch fachpolitisch sehr aktiv bin. Das heißt, in den Leitlinienkommissionen sowohl der Deutschen Krebsgesellschaft als auch der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe und auch da viel mit den Selbsthilfegruppen, also mit den Patienten selbst zu tun habe und auch die da unterstütze, bin da in vielen Beratungsgremien und so tätig. Habe sogar mal den Busenfreund bekommen vor vielen Jahren, 2009 war das, glaube ich, gewesen. Das war der Preis für besondere Verdienste um die Patienten. Fand ich ganz, ganz nett. Das war ganz ehrlich gesagt der schönste Preis, den ich bekommen habe. Ich hatte auch noch ein paar andere Forschungspreise und so, aber das fand ich wirklich sehr nett, weil das so persönlich war und eben direktes Feedback gegeben hat, auch für die klinische Arbeit. Ja, also genau, also Brustkrebs, das ist so das, was ich am meisten gemacht habe in meinem Leben. Als Einstieg würden wir gerne einmal besprechen, was ist überhaupt Brustkrebs? Wie wird es definiert? Ja, Brustkrebs ist eine Erkrankung der Brust, nicht nur der weiblichen Brust, sondern auch Männer können Brustkrebs bekommen, allerdings viel seltener. Also auf eine männliche Brustkrebserkrankung kommen ungefähr 400 weibliche, das ist also wirklich sehr viel seltener. Brustkrebs ist keine Krebserkrankung der älteren Frau, wie das sonst bei anderen Krebserkrankungen manchmal der Fall ist, so wie beim Eierstockkrebs oder beim Endometriumkarzinom, sondern auch junge Frauen können leider an Brustkrebs erkranken. Und Brustkrebs kann aus Vorstufen entstehen, kann aber auch direkt entstehen. Und heutzutage haben wir uns diesem Thema ja sehr intensiv angenommen, indem wir das Mammographie-Screening vor vielen Jahren eingeführt haben. Das heißt, zwischen dem 50. und 70. Lebensjahr werden Frauen reihenhaft zur Mammographie eingeladen von den Einwohnermeldeämtern aus und dann werden die Mammographien durchgeführt, auch wenn gar kein Tastbefund oder irgendetwas vorhanden ist. Wir Gynäkologen bemängeln da so ein bisschen dran, dass eben kein Tastbefund erhoben wird und auch keine Ultraschalluntersuchung, aber das ist zumindest momentan der Goldstandard. Und dadurch ist tatsächlich die Anzahl von Brustkrebserkrankungen stark nach oben geschnellt. Also wir hatten, als ich noch studiert habe, so ungefähr 52.000, 54.000 Brustkrebserkrankungen pro Jahr. Und momentan sprechen wir von 72.000 Brustkrebserkrankungen pro Jahr, die in Deutschland gezählt werden. Und das ist nicht, weil die Frauen mehr Brustkrebs bekommen, sondern wir finden es einfach häufiger. Also wer sucht, der findet. Das ist auch die große Kritik am Mammographie-Screen, dass man viele Brustkrebserkrankungen findet, die vielleicht nie irgendeine Relevanz im Leben der Frau gehabt hätten. Aber das ist leider so das Problem des Screenings an sich. Also Brustkrebs ist definiert als eine Erkrankung der Brust, eine Krebserkrankung. Bevor wir gleich auch noch ein bisschen natürlich deutlich mehr in die Krankheit einsteigen möchten, erstmal die Frage an Sie, was es denn für Optionen der primären Prävention gibt. Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Da muss man sich dann natürlich auch immer die Frage stellen, welche Risikokollektive gibt es überhaupt? Es gibt ja zum Beispiel Frauen, die eine bestimmte Mutation haben, BRCA-Mutation. Es gibt auch so Risikogene, wo auch Mutationen vorhanden sein können. Das sind dann Frauen, die ein höheres Risiko haben, an Brustkrebs zu erkranken. Und in diesen genmutierten Patientinnen, da gibt es eigentlich relativ wenig präventive Maßnahmen, muss man leider sagen. Grundsätzlich kann man eigentlich sagen, dass ein gesunder Lebensstil auch der Vermeidung von Brustkrebs dient. Zum Beispiel Übergewicht vermeiden, Alkoholkonsum reduzieren, Rauchen zählt auch zum Risikofaktor. Aber ich glaube, dass das tatsächlich sehr, sehr schwer ist, durch solche Sachen oder durch solche Verhaltensmaßnahmen das Brustkrebsrisiko effektiv zu senken. Was tatsächlich Brustkrebs steigert, ist eine Hormontherapie jenseits der Wechseljahre. Aber nur dann, wenn es eine kombinierte Hormontherapie mit Östrogenen und Gestagenen ist, also dem weiblichen Geschlechtshormon und dem Gelbkörperhormon.
Das müssen Sie immer dann machen, wenn eine Gebärmutter da ist. Bei Patienten, die keine Gebärmutter mehr haben, können Sie das Gelbkörperhormon weglassen und das macht tatsächlich die Risikoerhöhung. Die Patienten, die nur Östrogene alleine nehmen, die haben kein erhöhtes Brustkrebsrisiko. Und wegen der Pille, da wird lange hin und her diskutiert. Da gibt es Studien, die zeigen, dass das Brustkrebsrisiko erhöht sein soll, aber es gibt auch viele, die das nicht festgestellt haben. Also ich würde das eher dahin setzen, dass es nicht das Risiko erhöht. Kann mir aber nicht hundertprozentig sicher sein. Jetzt hatten Sie die Risikofaktoren schon kurz angesprochen. Vielleicht könnten Sie darauf noch mal ein bisschen detaillierter eingehen und uns darüber noch ein bisschen mehr erzählen. Es ist tatsächlich eine Erkrankung, die in der westlichen Welt wesentlich häufiger vorkommt als in anderen Ländern. In dieser Welt, zum Beispiel ist es ganz interessant, dass wenn Sie Patienten oder Frauen haben, die aus Japan oder China, wo die Brustkrebsinzidenz wesentlich geringer ist, hier sprechen wir nicht von jeder 8. bis 9. Frau, die im Laufe ihres Lebens Brustkrebs bekommen wird, wie in den Vereinigten Staaten oder auch in Deutschland, sondern von jeder 40. Frau, die im Laufe ihres Lebens Brustkrebs bekommen wird. Wenn aber diese Frauen in die Vereinigten Staaten auswandern, gibt es interessante Daten zu, dann werden ihre Nachkommen, ihre weiblichen Nachkommen, die Brustkrebsinzidenz der Amerikanerinnen annehmen. Und wenn deren Töchter wiederum zurückwandern in die asiatischen Länder, dann wird dort wieder das asiatische Risiko angenommen. Ich denke, das hat sehr viel mit Ernährungsweisen tatsächlich zu tun. Nur ist es für uns natürlich schwierig, in Deutschland sich so zu ernähren wie eine Frau, die in Ostchina lebt. Ja, und das ist also sojahaltig, sehr fischhaltige Ernährung, ganz andere Fette, die dort zu sich genommen werden. Aber das ist eben so ein bisschen das Problem an der Geschichte. Die Risikofaktoren sind ja bekannt, aber wir alle wissen ja, dass es sich schwer ist, dem zu stellen. Und außerdem muss man ja auch sagen, dass eine Frau, die in Japan oder in China lebt, ein viel höheres Risiko zum Beispiel fürs Magenkarzinom hat oder auch fürs Kolonkarzinom. Also das heißt, es kann natürlich sein, dass sie mit dieser Ernährungsweise dem Brustkrebsrisiko etwas entgegensetzen, aber dafür andere Krebserkrankungen dadurch provozieren. Krebs ist einfach eine Erkrankung, die dem menschlichen Genom geschuldet ist und die einfach in dem fehlenden oder in dem fehlerhaften Ablauf von genetischen Programmen liegt. Und das gehört zur Menschheit leider dazu. Früherkennung ist ja ein ganz wichtiges Thema und wir würden ganz gerne einmal hören, was gehört denn eigentlich zu diesem multimodalen Früherkennungssystem? Herrlich. Ja, herrlich deswegen, weil es tatsächlich wahnsinnig viel diskutiert wird und in Deutschland so kritisch diskutiert wird wie nirgendwo sonst in dieser Welt. Das ist, weil man wahnsinnige Angst vor Strahlen hat. Ich verstehe es nicht so ganz. Aber egal, es gibt ja die modernen digitalen Mammografiegeräte, die wirklich in der Lage waren, die Strahlenintensität und Strahlendosis drastisch zu reduzieren. Sie brauchen ja eine relativ hohe Dosis, um Weichteile überhaupt darzustellen. Also Knochen brauchen sie wenig Dosis, weil das ist ja sofort weiß, sieht ja jeder dann. Aber bei Weichteilen ist es halt doch ein bisschen schwieriger. Und die Mammographie ist tatsächlich der Goldstandard. Also wenn Sie sich die Statistiken anschauen, dann können Sie mit der Mammographie ungefähr 85% der Tumoren darstellen. Sonographie ist viel schlechter und kann vor allen Dingen auch nicht alle darstellen, ganz bestimmte nicht. Und Tastbefunde, da brauchen Sie eine gewisse Größe und die wollen Sie ja eigentlich vermeiden. Also sie wollen ja nicht tastbare Tumoren darstellen. Und das ist dann eben das Problem. Mit der Mammographie, das ist auch die einzige Untersuchungsmöglichkeit, die nachhaltig gezeigt hat, dass sich das Gesamtüberleben der Patienten oder der Frauen verbessern lässt. Also wenn Sie diese Mammographie durchführen und wenn Sie genügend Frauen dazu motivieren können, das in einer Alterskohorte durchzuführen, da brauchen Sie so ungefähr 66-70% der eingeladenen Frauen, dann verbessern sie auch tatsächlich die Überlebensrate in dieser Alterskohorte. Aber das hängt natürlich alles mit der Statistik zusammen. Das ist der volkswirtschaftliche Aspekt, aber es gibt ja auch den persönlichen Aspekt von jeder einzelnen Frau. Die interessiert es ja nicht, ob die gesamte Alterskohorte tatsächlich einen Vorteil hat, sondern ob sie selbst einen Vorteil hat. Und da muss man natürlich schon sagen, das hängt natürlich auch damit zusammen, wie hoch ist die Brustdichte, wie gut kann man die Mammographie beurteilen, wie ist die Risikokonstellation in der Familie, was bringt sie, wir hatten ja vorhin schon über Risikofaktoren gesprochen, ist sie übergewichtig, raucht sie, trinkt sie viel Alkohol. Also sind alles so Dinge, die dann eine Rolle spielen und da kann sich ja jede Frau auch alleine darüber Gedanken machen.
Aber ich sage immer, das Problem ist, viele Frauen sagen, bei uns in der Familie gibt es das nicht. Das wird mich schon nicht ereilen. Tatsächlich ist nur ungefähr 1/3 aller Brustkrebserkrankungen familiär assoziiert. Bei 2/3 aller Frauen gibt es überhaupt keine weiteren Patienten, die gekannt werden, wo Brustkrebs überhaupt eine Rolle in der Familie gespielt hat. Also diese Familiengeschichte, die sollte man nicht überstrapazieren. Welche Arten von Brustkrebs gibt es und wie unterscheiden sie sich? Das ist eine sehr intelligente Frage, weil man heutzutage eigentlich bei den Experten gar nicht mehr von dem Brustkrebs spricht. Brustkrebs kann sowohl von den Drüsenläppchen als auch den Drüsengängen ausgehen. Es gibt auch noch andere, seltenere Subtypen. Das sind aber nur die histologischen, feingeweblichen Untersuchungen. Viel wichtiger ist ja, welche Programme laufen falsch ab in der Tumorzelle und welche Stimulation bringt die Tumorzelle dazu, sich ungehemmt zu teilen, also zu proliferieren. Und das sind dann mehr so Subtypen vom Brustkrebs, also die Tumorbiologie, die definiert diese Subtypen. Und da gibt es welche, die eher östrogenabhängig wachsen, da gibt es welche, wo der menschliche Wachstumsfaktorrezeptor eine Rolle spielt. Und es gibt auch welche, wo wir eher so Assoziationen haben in Richtung genetische Mutationen, zu diese BRCA-Mutationen oder auch in anderen Gensequenzen. Also es ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Und momentan versuchen wir das noch weiter aufzufächern, um für jeden einzelnen Subtyp eine spezifische individuelle Therapie festlegen zu können. Da sind wir gerade dabei und ich glaube, im Endeffekt werden wir irgendwann mal da landen, dass wir ein paar Dutzend Subtypen haben werden. Momentan sind wir so ungefähr bei 8 bis 10. Was sind die häufigsten Symptome bei Brustkrebs, wo die Patienten auch zu Ihnen kommen und sagen, das fühlt sich irgendwie komisch an, da ist irgendwas? Mein Ziel ist, dass es gar keine Symptome gibt. Mammographie-Screening heißt symptomlose Frau und man sieht es in der Mammographie, man kann nichts tasten, keine Symptome. Aber tatsächlich ist die klinische Realität, dass doch viele Patienten zu mir kommen und sagen, ich habe da was getastet, das war vorher nicht da. Ganz so oft wird das auch mit irgendeinem Ereignis in Verbindung gebracht, wie zum Beispiel einem Auffahrunfall und dann plötzlich ist da was nicht mehr weggeht oder so. Und wenn so ein neu zu tastender Knoten da ist in der Brust, dann sollte man nicht in Panik verfallen. Es gibt nämlich auch ganz, ganz viele gutartige Erklärungen für diese Situation. Aber Frau sollte dann trotzdem zum Gynäkologen gehen, dass der einmal tastet, vielleicht auch eine Ultraschalluntersuchung macht und dann auch altersabhängig und überhaupt alles in eine Schale wirft und dann entscheidet, müssen wir noch eine Mammographie machen oder nicht und dann auch gegebenenfalls in ein Brustzentrum überweist oder selbst auch die weitere Abklärung macht. Das kommt immer ganz drauf an, was der niedergelassene Gynäkologe da anbieten kann. Was ist denn die Basisdiagnostik, wenn die Frau jetzt zu Ihnen kommt mit eventuell schon einem auffälligen Befund? Erstmal schaue ich mir die Patientin am entkleideten Oberkörper an. Dann taste ich sowohl die Lymphknotenstationen am Schlüsselbein, am Hals ab, als auch den Oberkörper oberhalb der Brust, dann die Brüste getrennt voneinander und hier immer das Dekolleté nicht vergessen und dann auch die Lymphknoten in der Achselhöhle, die sind auch immer ganz, ganz wichtig und es gibt auch tatsächlich primäre Mammakarzinome, also Brustkrebserkrankungen in der Achselhöhle. Am häufigsten befallen ist der obere äußere Quadrant, weil dort einfach die größte Menge an Drüsenkörper sitzt und der Bereich hinter der Brustwarze und in dem oberen inneren und unteren äußeren Quadranten. Der innere Quadrant ist am seltensten befallen, aber gibt es in allen Quadranten. Jetzt kommen wir zu einem sehr großen und auch wichtigen Thema und das sind die Therapiemöglichkeiten. Wir wissen, Sie sind da ja auch in der Forschung und freuen uns jetzt zu hören, was es da alles gibt. Ja, und da freue ich mich wirklich, klar, eindeutig sagen zu können, dass wir in den letzten 20, 30 Jahren es geschafft haben, die Erkrankung nicht in den Griff zu kriegen. Das ist, glaube ich, zu viel gesagt. Aber wirklich sehr, sehr viele Frauen heilen zu können von der Erkrankung. Wir haben sicherlich Heilungsraten, die irgendwo zwischen 80% und 90% liegen. Das ist natürlich toll. Das konnte nur geschafft werden, indem wir ein multimodales Konzept für jede Patientin festlegen und das auch interprofessionell und interdisziplinär gestalten. Das heißt, in so einer Tumorkonferenz, da sitze nicht nur ich und ich bin der Herrscher aller Reußen und entscheide, was diese Patientin bekommt, sondern da sitzen an Ärzten der Radiodiagnostiker, da sitzt der Strahlentherapeut, der Onkologe, der Gynäkologe und noch der Pathologe. Das sind die Hauptdisziplinen.
Und dann ist auch immer ganz wichtig, dass man kann den Körper ja heilen, aber die Seele muss man auch mitnehmen. Und da ist es uns ganz wichtig, dass wir auch die Psychoonkologen dabei haben, Sozialdienstmitarbeiter, die Patienten abfangen oder auffangen. Dann auch die Studiensekretärinnen, ganz wichtig, oder Sekretäre, das ist ganz wichtig, weil wir ja versuchen, die wissenschaftliche Forschung immer weiterzubringen. Und jedes Brustzentrum ist verpflichtet, wissenschaftlich zu arbeiten und den Patienten neue Studien anzubieten. Und das versuchen wir natürlich auch. Wir bieten es an, die Patienten können dann sagen, ob sie das möchten oder nicht, können natürlich auch ablehnen, ist ja klar. So, und dann müssen wir ein Konzept erarbeiten. Das Konzept besteht heutzutage vor allen Dingen aus der Operation. Grundsätzlich ist Brustkrebs erstmal ein operativ anzugehender Tumor, weil sie mit der Operation alleine ungefähr 60% der Patienten heilen, weil der Tumor dann aus der Brust draußen ist. Das ist super. Das Problem ist, dass bei den restlichen 40% der Patienten leider schon Tumorzellen auf Wanderschaft gegangen sind. Und das sind diese disseminierten Tumorzellen, die können in anderen Organen sitzen, wie Leber, Lunge oder Knochen. Und die können dann zu richtigen Metastasen führen. Metastasen sind Tochtergeschwulste. Und das ist das Problem. Die Brust ist kein lebenserhaltendes Organ, aber die Leber ist ein lebenserhaltendes Organ. Und wenn Sie die Metastasen dort haben, dann kann die Funktion der Leber so nachhaltig geschädigt sein, dass das mit dem Überleben leider nicht einhergeht. Und das ist das Problem bei Brustkrebs. Also müssen Sie zusätzlich zu der lokalen Therapie der Operation, und dazu zählt übrigens auch zu den lokalen Therapien die Bestrahlung, die man auch häufig an der Brust durchführt, dass man eben auch medikamentös therapiert. Also die Patienten über die Blutbahn von den Haaren bis hinunter zu den Zehen behandelt. Und die Medikamente, die kommen über die Blutbahn überall hin und können dann dort wirken. Und welche Medikamente man gibt, das entscheidet sich ganz essentiell an der Tumorbiologie, die wir halt immer weiter auseinandernehmen. Vielleicht können Sie da tatsächlich auch noch mal ein bisschen drauf eingehen, auf neoadjuvante Therapiemöglichkeiten, immunonkologische Therapiemöglichkeiten. Ja. Wir hatten im Vorgespräch schon die Antibody-Drug-Conjugate angesprochen. Ja, da tut sich momentan wahnsinnig viel und das ist auch ganz toll, weil wir hatten so ein paar Durstjahre. Als ich vor 22 Jahren angefangen habe, da hat Brustkrebs praktisch, da kam jede Innovation aus diesem Bereich und hat sich dann so ein bisschen auf die anderen Krebserkrankungen ausgeweitet. Nicht jede, aber so gefühlt. Und da war Brustkrebs Vorreiter für viele wissenschaftliche Neuerungen. Ganz einfach deswegen, weil Brustkrebs ist häufig und Brustkrebs ist leicht erreichbar in der Brust, nämlich das liegt nicht tief im Inneren des Körpers, sondern praktisch dem Körper vor. Und man kann einfach daran gut arbeiten, wissenschaftlich. Und da haben wir auch gesehen, dass man diese Subtypen eben unterschiedlich behandelt. Man kann Chemotherapien geben, da sind wir mittlerweile ganz diffizil geworden, dass wir also ganz bestimmte Therapien bei bestimmten Subtypen machen. Man kann antihormonelle Therapien geben, das macht man über Jahre, um den auszuhungern, den Brustkrebs. Man kann Antikörper geben gegen diesen humanen Wachstumsfaktorrezeptor. Und das war eigentlich die bösartigste Brustkrebserkrankung. Und dank dieser Antikörpertherapien hat diese Erkrankung ihren Schrecken verloren. Ja, das ist echt faszinierend. Und das nächste ist dann auch, was jetzt neu kommt, sind die immunonkologischen Ansätze, die auch beim Brustkrebs Einzug halten. Das war tatsächlich bei den anderen Krebserkrankungen früher eingesetzt worden. Ganz einfach deswegen, weil das Immunsystem bei Brustkrebs nicht so die Rolle spielt, wie jetzt zum Beispiel beim Hautkrebs oder beim Blasenkrebs oder auch beim Bronchialkarzinom. Ganz einfach deswegen, diese Karzinome, die ich da gerade genannt habe, die entstehen durch Giftstoffe, also durch Noxen, die von außen kommen. Also Hautkrebs durch die Sonne, UV-Strahlung, Bronchialkarzinome durchs Rauchen und der Blasenkrebs durch Chemikalien. Und das sind die Schädigungen, die dann das Immunsystem eigentlich erkennen sollte und eliminieren sollte. Aber die Zellen, auch die Tumorzellen, haben Wege gefunden, das Immunsystem auszuschalten. Und wenn wir jetzt wieder Medikamente geben, die diese Signale wiederum ausschalten, dann kann das Immunsystem wieder die Arbeit machen. Und das ist jetzt gerade mit diesen Immun-Checkpoint-Inhibitoren gelungen. Und beim Brustkrebs, beim triple-negativen Brustkrebs, also bei einer Subgruppe von Brustkrebs, da spielt das auch eine Rolle und das zieht jetzt auch gerade in die Therapie bei Brustkrebs ein.
Sie hat eben gerade angesprochen, Neoadjuvant, Adjuvant. Das muss man ein bisschen erklären. Früher, als ich angefangen habe, da haben wir immer die Brust operiert, haben dann dieses Stück Gewebe aufschneiden lassen vom Pathologen und der hat uns dann erst gesagt, ob es Brustkrebs ist oder nicht und dann wurden noch Lymphknoten entfernt und danach wurde die ganze Therapie gemacht. Chemo oder Bestrahlung oder wie auch immer. Aber heutzutage, das ist ja total Schnee von gestern, man macht ja heutzutage die Standsbiopsie vor der Operation, um überhaupt mal zu diagnostizieren, ist das Brustkrebs und wenn ja, welcher Subtyp ist es? Und dann ist es ja viel geschickter, zuerst die medikamentöse Behandlung zu machen, weil ganz spezifisch auf diesen Subtyp, weil dann sieht man ja, ob es wirkt oder nicht. Wird der Tumor kleiner, wirkt es, wird er größer, wirkt es nicht. Dann brauche ich auch die nicht weitermachen, die Therapie. Und vor allen Dingen, was uns auch ganz, ganz wichtig ist, wir können teilweise Patienten besser operieren danach, weil der Tumor entweder sogar ganz weggeht oder eben viel, viel kleiner ist. Also wir können zum Beispiel brusterhaltende Operationen viel öfter machen, als die Brüste dann irgendwann mal auch abnehmen zu müssen. Wir versuchen ja immer brusterhaltend zu operieren und das gelingt uns zum Glück in 80% aller Fälle. Und dann das nächste ist, das ist jetzt eigentlich der Clou, den wir in den letzten Jahren erarbeitet haben, dass wir durch die neoadjuvante Therapie gucken können, wenn die jeweilige medikamentöse Therapie in der Lage ist, alle Tumorzellen zu vernichten. Komplett. Und das ist eben subtypabhängig bei 40-70% der Tumorpatienten der Fall. Also 70% aller HER2-überexprimierenden Karzinome, da ist keine einzige lebende Tumorzelle nach dieser neoadjuvanten Therapie mehr da. Und dadurch wissen wir, dass diese Patienten eine super Prognose haben. Ja? Und bei denjenigen Patienten, bei denen das eben nicht der Fall ist, dann wissen wir, die brauchen mehr Aufmerksamkeit. Da müssen wir noch was machen. Da war die Therapie nicht so erfolgreich, wie wir uns das erhofft haben. Das heißt nicht, dass wir gleich hier die Flinte ins Korn werfen müssen und den armen Frauen da Ängste einreden müssen. Muss man ganz arg aufpassen. Ja, aber wir sagen ihnen, hören Sie zu, das war jetzt nicht das Ergebnis, was wir uns erhofft haben, aber wir haben eine weitere Therapie, nämlich eine sogenannte post-neoadjuvante Therapie, wie wir das Ergebnis doch vielleicht noch weiter verbessern können. Und da wissen wir tatsächlich, wenn wir dann andere Medikamente geben, auch wieder subtypenspezifisch, dass wir dann die Prognose dieser Patienten verbessern können. Also das ist so ein neues Therapiekonzept, was jetzt in den letzten 3 Jahren Einzug gehalten hat und was, sag mal, sehr, sehr viel Verbesserung bringt. Zumal wir da auch noch weiter dran arbeiten und vielleicht noch mehr spezifischer arbeiten können. Man könnte ja zum Beispiel, das machen wir noch nicht, aber man könnte diesen Rest nochmal viel genauer untersuchen, der diese Vortherapie überlebt hat und könnte diese zweite Therapie noch mehr daran festmachen. Und das ist aber wissenschaftliche Forschung momentan, das ist noch nicht Standard. Aber das wird dazu kommen, da bin ich mir felsenfest sicher. Eine Frage war auch noch, gibt es Supplements, die Sie empfehlen nach OP, nach Bestrahlung? Also tatsächlich ist es so, wir haben uns, also die Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische Onkologie, die alljährlich so eine Therapieempfehlung rausgibt oder auch zu Risiken und zu prädiktiven Faktoren und so weiter Stellung bezieht. Das ist eine Wahnsinnsarbeit. Also wir haben in diesem Jahr, glaube ich, 42 Stunden Konferenz gehabt, vom Monitor gesessen, ist ja nicht Präsenz gewesen, und haben dann diese über 550 Slides aktualisiert. Jedes Jahr machen wir das. Und das ist wahnsinnig viel Arbeit, aber das ist super, weil da kommen 45 Experten auf ihrem Fachgebiet zusammen und diskutieren sich die Köpfe heiß. Ja? Und wir sichten die gesamte Literatur und da kommen auch nochmal so zuarbeitende Institutionen dazu, jetzt gerade bei den Supplements aus Essen, die machen da sehr, sehr viel, die Kollegen, und aus der Uniklinik in Essen auch, der Professor Dobosch. Und leider ist es so, da wird viel erzählt, gerade was so Vitamin D-Substitution, Selen, was es da nicht alles Schönes gibt. Ja. Da gibt es halt wenig medizinische Evidenz. Ich muss tatsächlich entschuldigend sagen, dass aber auch es schwierig ist, für diese Therapien eine Evidenz zu schaffen. Weil wenn Sie heutzutage eine Phase-3-Studie durchführen wollen, dann ist das ja nach dem Arzneimittelgesetz praktisch heutzutage nicht mehr möglich, selbst für Unikliniken nicht. Das sind Millionen, die das kostet. Und wie soll ein Hersteller von Vitamin D das machen? Das ist Quatsch, ne? Also wir haben uns künstlich da wirklich eine Hürde gesetzt, die uns das Leben schwer macht. Nur ich muss nochmal sagen, es gibt bisher keine Studie, die wirklich gute Evidenz gebracht hat, dass die
Prognose von Brustkrebs durch solche einfachen Supplements verbessert werden kann. Aber, und jetzt kommt's, es gibt durchaus Substanzen, die ich empfehle, einfach aber um die Lebensqualität zu verbessern oder um bestimmte Nebenwirkungen von Medikamenten abzufedern. Das gibt es durchaus. Also zum Beispiel Vitamin D, Calcium würde ich durchaus empfehlen bei Medikamenten, also wenn wir antihormonelle Therapien bei Brustkrebs ja über 5 bis 10 Jahre geben, die auf den Knochen schlagen können, dann empfehle ich den Patienten Vitamin D3 und Calcium einzunehmen oder eine calciumreiche Ernährung durchzuführen und ihre Knochendichte regelmäßig kontrollieren zu lassen, um zu schauen, dass sie nicht in die Osteopenie, also in den Knochenschwund kommen. Sowieso eine Volkskrankheit. Also 17% aller 80-jährigen Frauen haben das. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viel, was die Frauen machen können für ihr Wohlbefinden und dass sie auch wieder fit werden, also Body and Mind Medicine, wie es immer so schön heißt, ja, Entspannungstechniken, gerade auch die Nebenwirkungen, die wir von antihormonellen Therapien haben, so Knochen- und Gelenkschmerzen und Muskelschmerzen, da kann zum Beispiel Akupunktur super sein. Ja, also es gibt wirklich ganz viele interessante Ansätze in diesem Bereich und die bewerten wir in unseren Slides auch und das kann man sich dann raussuchen, was da wirklich gut ist. Aber so die Allzweckwaffe gegen Brustkrebs, die gibt es leider nicht, das wäre zu einfach. Schade. Was ist die Prognose für Brustkrebs? Also Sie hatten das eigentlich schon angeschnitten, aber könnten Sie uns da noch ein bisschen genaueres... Ja klar, das ist halt leider nicht über einen Kamm zu brechen. Und das muss ich auch den Patienten immer wieder sagen, dass wir im Laufe der Behandlung neue Aspekte gewinnen werden und das Ganze dann nochmal in eine neue Form gießen müssen, das nochmal neu besprechen müssen. Aber es gibt ja die Primärbehandlung und danach gibt es die Nachsorge. Und wenn die Primärbehandlung abgeschlossen ist, dann die Patientin praktisch ohne ein Tumorrezidiv da jetzt rauskommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, 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 sehr hoch, dass dieser Tumor nicht rezidiviert. Das ist leider nicht unmöglich. Deswegen finde ich es immer ein bisschen schwierig, wenn ich so die Prominenten in irgendwelchen Zeitschriften oder so auf Juhu schreien höre. Juhu, ich bin jetzt seit 5 Jahren ohne Brustkrebs, ich bin geheilt. Das wünsche ich jedem von Herzen. Aber das kann ich leider so nicht bestätigen. Es gibt leider auch Rezidive nach 20 oder 30 Jahren. Und es ist ganz, ganz wichtig, den Patientinnen zu sagen, sie muss jetzt nicht in Angst und Schrecken leben die ganze Zeit. Das wäre ja scheußlich. Aber sie sollte halt regelmäßig zu den Nachsorgeuntersuchungen gehen. Die sind wichtig, um zu gucken, ob da lokal irgendwas nachwächst, irgendwas kommt. Und sie sollte ein bisschen in ihren Körper hineinhören. Und wenn eben Beschwerden da sind, sollte sie frühzeitig zum Arzt gehen. Das ist, denke ich, nochmal eine ganz wichtige Sache. Aber nochmal, die Großteil, die Majorität von Brustkrebspatienten wird heutzutage geheilt. Ganz wichtige Message. Wenn ein Patient die Diagnose Krebs bekommt, ist das ja durchaus ein sehr einschneidendes Erlebnis für den jeweiligen Menschen. Sie hatten vorhin das schon kurz angesprochen, wir haben das immer mal wieder auch zwischendrin angesprochen. Wie wird der Patient psychologisch betreut und vor allen Dingen auch die psychologische Nachsorge, wenn Sie den Patienten dann auch entlassen? Ganz interessant, da gibt es mittlerweile ganz gute Analysen zu und wir machen das falsch in Deutschland, muss man klar sagen. Weil wir sehr viel Gewicht auf die psychologische Therapie zu Beginn der Diagnose legen. Da sind die Patienten so sehr mit diesem ganzen zum Arzt gehen, den Termin wahrnehmen, alles Mögliche beschäftigt, dass das noch gar nicht so die Rolle spielt. Wir wissen, dass 30% der Patienten professionelle Hilfe brauchen, aller Krebspatienten. Aber bei Brustkrebs ist es besonders gut untersucht und deswegen auch ganz klar, 30% brauchen eine professionelle Hilfe. In den meisten Fällen ist es aber erst 2-3 Monate später notwendig. Und wir bieten diese ganzen Sachen an, wenn die Patienten es eigentlich so noch gar nicht erfassen können, dass sie das brauchen. Die sind noch nicht in das Loch gefallen. Und da ist es mir ganz wichtig, das machen wir bei uns in Speyer so, dass wir eben den Patienten sagen, hören Sie zu, wahrscheinlich brauchen Sie uns jetzt noch gar nicht. Aber wir möchten einfach nur, dass Sie wissen, dass es uns gibt und dass Sie sich jederzeit wieder an uns wenden können. Und da scheitern wir dann oftmals, also nicht, wir haben da Wege gefunden, aber viele scheitern dann an der Problematik, dass die ambulanten Leistungen halt im Krankenhaus ja nicht bezahlt werden. Das ist die große Diskrepanz zwischen ambulanter und stationärer Medizin, die in Deutschland aufgebaut worden ist. Sicherlich auch zu Recht in einigen Sachen, aber da ist es so ein bisschen problematisch und wir haben leider flächendeckend zu wenig Psycho-Onkologen, also
Psychologen, die sich mit Onkologie beschäftigt haben und dort spezialisiert haben, als dass sie das Ganze abdecken könnten. Da sehe ich dann auch die Selbsthilfegruppen in einer wahnsinnig wichtigen Position. Das ist nicht für jede Frau etwas, das ist mir ganz klar, aber trotzdem sind das die Ansprechpartner und man muss ja nicht da gleich aktiv werden, aber man kann sich ja an die wenden. Und deswegen finde ich es auch toll, dass diese Selbsthilfegruppen in die zertifizierten Brustzentren der Deutschen Krebsgesellschaft mit integriert werden müssen. Das machen wir auch ganz intensiv, um eben ihnen hier eine Möglichkeit zu geben, auf die Patienten zuzugehen und zu sagen, hör zu, wenn du Probleme hast, wenn irgendwas ist, wir haben das auch alles durchlebt, wir können dir da helfen, wir sind für dich da. Und das ist, glaube ich, etwas, was eine gute Message ist. Und natürlich auch die niedergelassenen Frauenärzte, die da auch wahnsinnig viel Erfahrung haben, weil eben, wie gesagt, leider Brustkrebs eine häufige Erkrankung ist. Und jeder Gynäkologe im Laufe seiner Zeit viele Patienten mit Brustkrebs behandelt hat und da auch weiß, wie es da so um die Patienten steht. Zum Schluss würden wir jetzt auch gerne wissen, was Sie Patientinnen bei der Entlassung mit auf den Weg geben. Für mich ist immer wichtig, dass das letzte Gespräch, das ist immer der Beschluss des letzten Tumorboards und die Erklärung der weiterführenden Therapie, dass das einerseits keine Frage offen lässt, dass die Patienten auch wirklich in der Lage sind, alle Fragen stellen zu können und sich ein umfassendes Bild gemacht zu haben. Und auch, dass sie wissen, wo sie sich informieren können. Das ist vielleicht schon etwas, was vorher ganz am Anfang gemacht werden sollte. Ich habe da auch so ein Buch mal für Patienten verfasst, das ich den Patienten mitgebe. Aber es ist halt einfach so, sie muss wissen, wer die seriösen Informationen hat. Da gibt es zum Beispiel die Homepage des Krebsinformationsdienstes des Deutschen Krebsforschungszentrums in Heidelberg. Das ist wirklich hervorragend, das kann ich nur empfehlen. Es gibt die Broschüren der Deutschen Krebsgesellschaft, der Krebshilfe kann ich auch nur empfehlen. Also seriöse Informationen sind wichtig und das versuche ich im Tumorboard-Gespräch auch den Patientinnen mitzugeben. Und was ich auch ganz, ganz wichtig finde, dass die Selbstbestimmtheit der Frau, dass die im Vordergrund ist. Jede Frau kann sich doch selbst entscheiden, ob sie bestimmte Therapien machen möchte oder nicht. Und ich werde ihr ganz bestimmt nicht eine Chemotherapie aufschwatzen. Dann ist so sicher wie das Amen in der Kirche, dass sämtliche Nebenwirkungen, die es gibt, diese Patientin erfahren wird. Sie muss selbst wissen, ob die Chemotherapie ihr Freund ist und ihr hilft gegen ihre Erkrankung oder nicht. Ich kann es ihr nur aus meiner medizinischen Warte aus sagen, aber jede Frau ist da ganz anders. Und deswegen ist es für mich auch ganz wichtig, dass man da auf Augenhöhe kommuniziert, dass die Patientin das auch so wahrnimmt und sagt, okay, ich entscheide mich jetzt ganz aktiv für die eine oder andere Therapie oder auch für das Gesamtpaket, weil mir die und die Dinge wichtig sind. Und ich als Arzt bin der Begleiter dieser Patientin und kann nur sagen, okay, immer wenn du mich brauchst, bin ich da und dann komm zu mir und dann kann ich dir weiterhelfen. Also das ist, glaube ich, das, was nochmal so ganz, ganz wichtig ist. Und auch natürlich so ein bisschen, ist ja ein schöner Ansatz, Sie hatten das vorhin ja gesagt, das ist ein einschneidendes Erlebnis, ne, und das ist auch wirklich ein erschreckendes Erlebnis. Die meisten Frauen denken natürlich nach und sagen, was soll ich anders machen in meinem Leben? Und sie vielleicht auch da so einfach ermutigen, das so als Einschnitt zu nehmen, ihr Leben nochmal neu zu gestalten. Das muss ja jetzt nicht eine revolutionäre Geschichte sein, ja, oder dass man da alles komplett verändert, aber es gibt so viele kleine Dinge, die man da machen kann. Was will ich erreichen? Was habe ich mir noch vorgenommen in meinem Leben? Was will ich machen? Und so, und kann ich jetzt noch mal was verändern? Das finde ich auch ist natürlich, ich will nichts das ist eine negative Erfahrung, Krebs. Ich will es auch nicht ins Positive, das kann ich gar nicht ins Positive umdrehen, aber trotzdem so, das dahin bringen, eine Aufbruchsstimmung zu generieren, so gut sie eben halt geht. Ja, Herr Professor Schütz, vielen herzlichen Dank für dieses sehr spannende und sehr informative Gespräch und vor allen Dingen auch für Ihre Zeit. Sehr, sehr gerne.